Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Tadschikistan. Diese Woche geht es natürlich um den Stand der Reparaturen bei Puschel. Wir nehmen euch mit in die Stadt Korok, um vielleicht noch das ein oder andere zu entdecken. Und wir möchten euch gerne zeigen, wo wir hier eigentlich seit 1,5 Wochen stehen. All das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Auf der Suche nach einer Lösung für unser Motorproblem sind wir noch einmal für 3 Tage nach Duschanbe zurückgekehrt. Hallo aus Korok. Wir sind gestern aus Duschanbe zurückgekommen, sind früh morgens an dem Platz für Sammeltaxis gewesen, gegen 6 Uhr, und haben dann ein am Vorabend bereits gebuchtes Taxi ergattert. Losgefahren sind wir allerdings dann erst um 7:30. Wir hatten gedacht, dass die Fahrt vielleicht ein bisschen schneller geht und ein bisschen entspannter wird als die Hinfahrt in diesem kleinen Bus. Dem war aber nicht so. Wir saßen ganz hinten in diesem Toyota. Das war ja eine super anstrengende Tour für uns. Hat insgesamt 17 Stunden gedauert. Die Leute waren super nett, die mit uns gefahren sind. Auch wenn die Verständigung so gut wie gar nicht möglich war, war es einfach trotzdem eine nette Stimmung. Aber sehr anstrengend, wie gesagt. Straßensperrungen aufgrund von Sprengarbeiten führen zu zusätzlichen Verzögerungen. Wir haben dann auch ein paar Pausen gemacht, unter anderem in einem ganz netten, ja, wie sagt Petra so schön, in so einer netten Autobahnraststätte. Wie gesagt, waren dann, ich glaube, so kurz vor Mitternacht endlich am Van. Und um runterzukommen, haben wir dann da noch einen Augenblick gesessen und haben natürlich gehofft, dass heute Morgen dann alles zusammengebaut wird und wir vielleicht morgen weiterfahren können. Es sieht leider nicht danach aus, haben diverse Leute heute am Motor gearbeitet, Dinge ein- und ausgebaut, Sachen probiert. Der Wagen kommt einfach nicht über die Drehzahl von 2000 Umdrehungen hinaus. Und ja, die Stimmung geht so ein bisschen den Berg runter gerade. Aber wir sind letztlich doch zuversichtlich, dass es irgendeine Lösung geben wird. Es überlegen jetzt alle nochmal, recherchieren nochmal und dann hoffen wir, dass morgen vielleicht eine Lösung gefunden wird. Für uns geht das Vanlife dennoch weiter. Petra hat heute die Chance genutzt, bei einem der Mitarbeiter hier Wäsche zu waschen. Die Mutter des Mitarbeiters lässt mich nicht gehen ohne ausreichende Marschverpflegung aus ihrem Garten. Vielleicht gehen wir nachher noch mal hier in die Stadt, um einzukaufen. Vielleicht machen wir das aber auch erst morgen. Wir merken, dass einfach so bei uns so ein bisschen die Energie raus ist. Und ich werde aber trotzdem versuchen, dass wir die irgendwie wiederfinden und dass wir, wie gesagt, die Stimmung auch hochhalten. So viel für den Moment. Wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich im Film. Schönen guten Morgen aus Korok. Wir haben mittlerweile Tag 9 seit unserer Motorpanne und gestern wurden hier verschiedenste Sachen probiert. Es wurde mehrfach mit Duschanbe telefoniert. Wir haben eine Probefahrt hier auf dem Platz gemacht, haben hier so unsere Runden gedreht, aber ja, der Motor kommt über 2000 Umdrehungen leider nicht hinaus. Fürs norddeutsche Flachland mag das reichen, aber für die Berge in Tadschikistan auf keinen Fall. Jetzt kam der Meister eben noch mal zu uns und meinte, wir sollen mit dem Wagen jetzt noch mal auf die Straße, sollen jetzt noch mal eine Probefahrt machen.
Ich halte da nicht so richtig viel von, weil, wie gesagt, ich merke ja, dass der Motor einfach keine Power hat. Er sagt, ja, es ist trotzdem wichtig, dass wir so 3 bis 5 Kilometer fahren. Und jetzt schrauben die alles wieder zusammen, machen den Wagen fit für die Probefahrt und wir sind sehr gespannt, was dann passiert. Ursache unseres Problems ist der Dieselpartikelfilter, der sich aufgrund schlechten Kraftstoffs und der Höhe nicht mehr frei brennt. Wir haben das Thema leider bei unserer Vorbereitung unterschätzt. Nach der kurzen Probefahrt bringt eine erneute Diagnose keine neuen Erkenntnisse. Christoph nutzt die Zeit und macht Musik mit den Azubis. Da auf der von uns geplanten Route bereits der erste Schnee fällt, werden wir langsam nervös. Umso wichtiger, mit ein bisschen Alltag für Abwechslung zu sorgen. Einmal am Tag machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Korók ist eine Stadt, die uns auf den zweiten Blick immer besser gefällt. Dank Google Übersetzer finden wir dieses Produkt, was wir unter dem Namen Meerrettich kennen. Dank kreativem Upcycling kann man in Korók die Abwasserkanäle überqueren, ohne kalte Füße zu bekommen. Ein Highlight der Hauptstraße, Josimins Spielwarengeschäft. Das Highlight für uns, Lunis Coffeeshop. Hier sind wir mittlerweile Stammgäste. Info fürs Auswärtige Amt. Die Versorgung mit Bargeld an Geldautomaten ist in den bisher von uns besuchten STAN-Ländern problemlos. Aktualisiert doch mal eure Webseite. Wirksame und witzige Werbung am Point of Sale. Hier kaufen wir uns einen Weißkohl. Alles Weitere finden wir auf dem Bazar. Für umgerechnet 20 Cent pro Person bringt uns der Marschrutka nach Hause. Unser Stellplatz gehört zur University of Central Asia. In einer jeweils ein Jahr dauernden Ausbildung können sich junge Menschen zu Kfz-Mechanikern, Elektrikern, Klempnern, Schlossern und Tischlern ausbilden lassen. Das Projekt wird durch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, gefördert. So können zum Beispiel in der Kfz-Lehrwerkstatt jedes Jahr 10 Personen ihre Ausbildung beginnen. Unser Ansprechpartner Aider ist Leiter der Lehrwerkstatt. Er hat seine Ausbildung in Deutschland bei Mercedes absolviert. Heute profitieren nicht nur wir von seinem Wissen, sondern auch junge Tadschikinnen und Tadschiken.
Die Auszubildenden erhalten neben theoretischem Wissen von Anfang an direkten Praxisbezug, da die ortsansässige Aga Khan Stiftung als weiterer Partner ihre Fahrzeugflotte in der Lehrwerkstatt warten und reparieren lässt. Das war unsere Woche in Tadschikistan. Für die kommenden beiden Tage haben wir uns einen Fahrer gemietet, mit dem wir ein Stück weit das Wakhan Valley erkunden wollen. Wir möchten an dieser Stelle Dankeschön sagen für fast 700 Abonnenten und Abonnentinnen. Solltet ihr noch nicht Abonnent oder Abonnentin sein, freuen wir uns natürlich, wenn ihr es werdet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über ein Like. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao. Tschüss.